Liebe Zuschauer, dies ist der zweite Teil der Videoreihe zu den neuen Koran-Forschungsergebnissen. Wir kürzen und übersetzen hier 6 20-minütige Videos von Al-Fadi und Dr. J. Smith. Sie sprechen über das Buch Corrections in Early Quran Manuscripts. In diesem Buch sind 20 Beispiele aufgezählt, in denen die ältesten Koran-Manuskripte Abschreibfehler enthalten und manchmal auch inhaltlich korrigiert wurden. In diesem kurzen Video werden wir ein paar dieser Beispiele aufzählen. Starten wir mit dem dritten Beispiel. Hier sehen wir 9-mal an verschiedenen Stellen im Nachhinein Allah eingefügt, in verschiedenen frühesten Koran-Manuskripten. Die meisten aber von einem frühen Koran-Manuskript aus Ägypten. Und warum wurde es eingefügt? Vielleicht wurde es von dem Schreiber vergessen. Den Inhalt des Satzes verändert es in der Regel nicht. Die Vermutung ist, dass die Koran-Manuskripte im Nachhinein an den Standardkoran, an die 1924 Kairoer Edition angepasst wurde. Was damit gemeint ist, erklären wir nach dem nächsten Beispiel. Dieser Koran ist auch aus Kairo. Wir sehen hier Sure 2, Verse 191 bis 193. Einige Stellen wurden gelöscht, doch es gab nichts, um diese Stellen zu ersetzen. Zuerst vermutete Daniel Allen Brubaker, dass das Papier schlecht gewesen sei, und deshalb musste es repariert werden. Doch die Rückseite ist gut erhalten geblieben. Es war kein Materialproblem. Mit den Korrekturen passt der Text jetzt zur 1924er Hafs-Version. Was ist mit diesem Standard aus Kairo gemeint, mit dieser Hafs-Version? Es wird vermutet, dass an der berühmten Universität in Kairo Studenten aus verschiedenen Ländern unterschiedliche Antworten gaben, weil sie unterschiedliche Versionen oder Lesearten nutzten. Die Regierung beauftragte ein Komitee, um einen einheitlichen Text für die religiöse Bildung zu etablieren, doch das ägyptische Projekt hatte niemals vor, eine textkritische Edition zu sein. Den Gelehrten ging es nicht darum, die ursprüngliche Form des Korans zu rekonstruieren, sondern darum, eine Leseart, die von Hafs, zu erhalten. Doch der Einfluss des Kairoer Textes reichte weit über die Grenzen Ägyptens hinaus, auch dank der Hilfe Saudi-Arabiens. Aber einige Länder produzieren heute noch nach ihren eigenen Koranstandards. Was ist dieser Hafs-Korantext? Wer war Hafs? Hier ist eine Grafik mit einer Liste von Orten links, an denen islamische Lehrer lebten, und ganz rechts sind ihre Studenten mit den Koranmanuskripten. Hafs war ein Student, der 796 starb und in Kufa lebte. Zum Vergleich, der dritte Kalif Uthman stellte seinen Koran ungefähr im Jahre 653 zusammen, ca. 100 Jahre vorher. Auf der linken Seite ist zu sehen, dass Hafs aus Kufa war und sein Lehrer war Abu Bakr. Er hatte Mitstudenten mit anderen Koranmanuskripten und es gab auch bereits vor der Hafs-Version andere Versionen. Rechts in der Blase ist die Anzahl der Unterschiede zum heutigen Koran genannt. Von den verschiedenen Koran-Versionen sind auch einige bis heute zu finden und zu kaufen. Wenn jemand sagt, da ist ein Junge und der kann den Korantext auswendig, dann liest dieser Junge in der Regel den Hafs-Text. Vorher, je nach Land, wurde oft ein anderer Text gelesen. Diejenigen, die den Koran vorher anders kannten, mussten den Koran jetzt anders lernen. Ob es sich bei diesen Koran-Varianten nur um diakritische Zeichen, zum Beispiel Vokale, handelt, dazu haben wir ein Video verlinkt. Das ist nicht unser Thema heute. In unserem heutigen Video geht es uns um die Korrekturen an den frühesten Koran-Manuskripten. Okay, dann machen wir weiter mit den Beispielen. In diesem Beispiel sehen wir die Nummer 7, der Parisio Petropolitanus in Frankreich, in Sure 23, Vers 86 bis 87. Jetzt sind es 7 Himmel. Vorher hieß es, wer ist der Herr der Himmel und der Herr des gewaltigen Thrones? Grammatikalisch war diese Korrektur nicht notwendig. Die Schriftart unterscheidet sich aber stark von dem restlichen Text. Dasselbe gilt für das hinzugefügte Aleph bei Nummer 2. Interessanterweise passt die erste Korrektur jetzt zum Standard von 1924, doch die zweite Korrektur geht gegen den Standardtext. In diesem Beispiel wurde ein Wort ergänzt in Sure 2, Vers 137 und man erkennt, dass es deutlich später ergänzt wurde, denn die Vokale, die diakritischen Zeichen, die wurden mit derselben Farbe und in demselben Stil ergänzt. Die diakritischen Zeichen sind erst ungefähr 100 Jahre nach dem Tod Mohammeds eingeführt worden und standardisiert wurden sie noch einmal viel später. Wenn also das Wort gleich mit diakritischen Zeichen eingesetzt wurde,
So ist ein langer Zeitraum vergangen. In der Regel sind die Korrekturen in den Korantexten so, dass sie den Text an den Standard anpassen. Hier haben wir wiederum den gegenteiligen Fall. Bei Nummer 13 geschieht etwas Interessantes, denn dieselbe Stelle wird an 2 verschiedenen Orten korrigiert. Hier sieht man 2 verschiedene Manuskripte, eins in Russland und eins in Frankreich. Es ist dieselbe Textstelle in beiden Koranmanuskripten. Sie sagten oder er sagte. Mit den Korrekturen passt es jetzt jedenfalls zum Standard Hafs Kairoer Text von 1924. In der Nummer 14 kommen wir zum berühmten Topkapi-Text. Bei 1 und 3 sehen wir gelöschte Buchstaben, aber bei der 2 wurde Allah gelöscht. Dadurch passt es jetzt nicht mehr zum heutigen Koranstandard. Der Topkapi-Text hat hier also ein Wort weniger als der heutige Korantext. Wenn jetzt der Topkapi-Text rezitiert wird, dann zum Beispiel ohne das Wort Allah in Sura 4, Vers 167. Zu sehen ist hier das Manuskript in Kairo, wo es mit dem Kairoer Standard begonnen hat. Das sind die Verse 11 bis 12 in Sure 13. Bei der Nummer 1 sieht man, dass die Schriftart dicker ist. Die Farbe stärker, frischer, es wurde etwas hinzugefügt. Derselbe Lektor hat wahrscheinlich auch die beiden unteren Texte korrigiert. Die korrigierende Person hat etwas verdeckt. Es ist ein anderer Stil und man sieht nur noch, was darüber getan wurde und nicht, was dort stand. Bei der Nummer 2 wurde fast der gesamte Satz gelöscht. Es sind nicht nur diakritische Zeichen, die gelöscht wurden, nein, es verändert die Satzstruktur. Es sind auch nicht einfach Rechtschreibfehler, denn dann würde sich nicht solch ein Unterschied in der Satzlänge ergeben. Es sieht aus wie Zensur. Auf jeden Fall passt es jetzt zum Standard 1924, dem Kairoer Korantext. Von solchen langgezogenen Wörtern, die Satzteile verdecken, gibt es Hunderte. Ab hier enden die Beispiele aus dem Buch und wir präsentieren euch einige Schlussfolgerungen von Al-Fadi und Dr. J. Smith. Wer die Originalform eines antiken Textes ermitteln möchte, der muss nach der ältesten Version suchen und die früheren Textfunde mit den ältesten Textfunden vergleichen. Aber das ist hier nicht passiert. Stattdessen sieht es so aus. Es wurde eine Version festgesetzt, die von Hafs, und dann wurde versucht, alle anderen Textfunde nach ihr zu korrigieren. Ändern diese Forschungsergebnisse von Brubaker jetzt die Gesamtbotschaft des Korans? Nein, darum geht es hier nicht. Es sind bisher kleine Änderungen, die gefunden wurden. Die meisten Kommentatoren unter diesem Video konzentrieren sich jetzt wahrscheinlich darauf, die mündliche Überlieferung zu verteidigen. Die mündliche Überlieferung soll aus dem Gedächtnis heraus perfekt überliefert worden sein. Darüber haben wir im ersten Teil gesprochen, doch in diesem Video geht es nicht um die mündliche Überlieferung. Darüber sprechen wir hier nicht, sondern um die Lehre, dass auch die frühesten Koranmanuskripte perfekt mit dem heutigen Koran übereinstimmen sollen. Wort für Wort, sogar Buchstabe für Buchstabe. Das widerspricht definitiv den Tatsachen. Im Gegenteil. Wir haben gelernt, es gibt nicht einen einzigen Koran aus der Zeit von Uthman, der vollständig ist und perfekt mit dem heutigen Standard-Koran übereinstimmen würde. Nicht einen einzigen, obwohl diese Koranmanuskripte sehr oft korrigiert wurden. Über viele Jahrhunderte wurde gelehrt, dass vollständige Koranmanuskripte aus der Zeit von Uthman existieren, die perfekt zum heutigen Standard-Koran passen. Doch die neuen Forschungsergebnisse zeigen, das ist definitiv nicht richtig.